Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist es endlich soweit. Ich denke, viele haben von euch darauf gewartet. Heute habe ich hier die niegelnagelneue SAR-Version der Bell UH1D von Firma Pichler bzw. Flightzone. Hier natürlich wieder als RTF und mit Höhensensor ausgestattet. Heute zeige ich euch wieder das volle Programm von Unboxing über Details zur Bell UH1D bis hin zur Fernsteuerung und den Funktionen. Und am Ende gehen wir natürlich auch wieder fliegen. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, legen sofort los. Let's go! Ja, dann machen wir den Karton mal auf und haben hier als allererstes natürlich wieder die Bedienungsanleitung, in dem Fall hier auch auf Deutsch. Dann haben wir als nächstes eine Tüte, darin befindet sich ein USB-C Ladekabel für den Akku, ein bisschen Werkzeug und die zwei Seitenfinnen, die wir hier nachher noch anstecken müssen. Dann haben wir als nächstes einen 2S 1200 mAh LiPo-Akku im Hardcase, hier auch wieder passend zum Heli lackiert. Wir können die Akkus hier auch direkt über die USB-C-Buchse laden. Hier oben haben wir noch einen 5-Volt-Anschluss, wo wir zum Beispiel eine Lampe anschließen könnten. Und wir haben hier den einen Ausschalter, mit dem wir auch gleichzeitig den Akkustand überprüfen können mittels der 4 LEDs. Dann haben wir natürlich noch die 2,4 GHz Fernsteuerung dabei. Hier sind diesmal wieder alle Knüppel federbelastet, aber die Fernsteuerung zeige ich euch natürlich gleich nochmal genauer. Und zum Schluss haben wir hier noch die richtig schicke Bell UH1, hier in der SAR-Lackierung der Bundeswehr. Und die zeige ich euch als nächstes mal etwas näher im Detail. Hier haben wir jetzt mal die schicke SAR Bell UH1D vor uns. Ich habe schon mal die Seitenfinnen angesteckt, die werden ja einfach nur eingesteckt bzw. können eingesteckt werden, aber wer auf Nummer sicher gehen will, die nicht zu verlieren, sollte sie vielleicht besser einkleben. Kann man auch ruhig machen, denn auch mit den Seitenfinnen passt die UH1 noch in den Karton zum Transportieren. Ansonsten haben wir wieder ein richtig schickes Modell mit vielen schönen Details, wie zum Beispiel wieder die ganzen Nieten über dem ganzen Rumpf verteilt. Wir haben hier wieder jede Menge Konturen und Blechstöße angedeutet. Auch hier oben der Turbinendom ist wieder sehr schön detailliert gemacht worden, mit den Lüftungsgittern an den Seiten. Das Auspuffrohr ist wiederum etwas einfacher gehalten. Vorne am Cockpit haben wir noch eine Antenne und einen Cable Cutter angebracht. Auch am Heck haben wir wieder viele Nieten verteilt und auch ein paar schöne Konturen. Was ich richtig cool finde, dass wir hier die beiden Seitentüren wirklich aufschieben können. Das sieht auch im Flug wirklich richtig gut aus. Oben auf dem Turbinendom haben wir noch eine kleine Status-LED. Da komme ich aber gleich in den Funktionen nochmal drauf zu sprechen. Zusätzlich haben wir noch etwas Scale-Beleuchtung angebracht, und zwar hier vorne rechts und links die beiden Positionsleuchten. Einmal in Rot und einmal in Grün. Mehr Beleuchtung besitzt die Bell allerdings hier leider nicht. Die Scheiben wurden hier wieder getönt klar ausgeführt, sodass wir auch ein bisschen auf die Mechanik gucken können. Aber ich finde, die leicht getönten Scheiben sehen hier wirklich richtig cool aus. Das Landegestell ist auch schön gemacht, aber etwas einfacher gehalten und es ist relativ filigran. Da muss man vielleicht etwas aufpassen, dass man sich da nichts abbricht. Die Lackierung ist hier auch sauber aufgetragen. Wir haben hier auch ein ganz leichtes Camouflage-Muster und auch die ganzen Dekals wurden hier wieder sehr schön angebracht. Die SAR-Variante hat eine wirklich sehr schöne Lackierung, wie ich finde. Der Rumpf besteht hier übrigens wieder aus stabilem Kunststoff. Das macht auf jeden Fall alles einen sehr stabilen Eindruck, wenn man drauf drückt. Wir haben hier UH1-typisch einen hochgelegten Zweiblatt-Rotorkopf. Der wird direkt angetrieben über einen 2511 1200 kV Brushless Motor. Und der Heckrotor wird ebenfalls direkt von einem Brushless Motor angetrieben. Hierbei handelt es sich um einen 1204 5300 kV Brushless Motor. Und erfreulicherweise sitzt der Heckrotor auch wieder auf der richtigen Seite, nämlich in Flugrichtung links. Die Rotorwelle und das Rotorkopf-Zentralstück bestehen hier aus Metall. Die Taumelscheibe und die Blatthalter sind hier aus Kunststoff. Als Blatthalteranlenkung haben wir wieder eine DFC-Anlenkung. Das sieht man hier, dass hier oben keine Kugelköpfe dran sind, sondern eine reine Drehverbindung. Die Rotorblätter sind auch hier schwarz gehalten und haben an den Enden diese weißen Blattspitzen. Oben über dem Rotorkopf haben wir wieder die UH1-typische Paddelstange, was auch richtig cool aussieht. Die Taumelscheibe wird hier wieder von 3 Mikroservos angesteuert, die im 120 Grad Winkel zueinander angeordnet sind. Auf der Unterseite haben wir noch den eben angesprochenen Höhensensor verbaut. Ansonsten ist der Boden der Bell eher unspektakulär. Im Inneren des Rumpfes befindet sich natürlich auch wieder die ganze Elektronik mit Steuerbord, Gyro und Regler. Wenn man hier ran möchte, kann man die vordere Rumpfhaube demontieren, indem man die 4 Schrauben löst. Dann hat man direkten Zugang zu der ganzen Elektronik. Der Akku wird wie immer hier unten einfach reingeschoben und dann so weit runtergedrückt, bis die beiden Clips einrasten. Dann können wir über einen längeren Druck auf den Knopf den Heli einschalten. Zum Rausholen des Akkus muss man dann einfach die beiden Clipse wieder zusammendrücken und dann den Akku einfach raushebeln. Die UH1 hat einen Rotordurchmesser von 375 mm, eine Rumpflänge von 380 mm, ein Abfluggewicht von 305 Gramm und eine ungefähre Flugzeit von 8 bis 12 Minuten. Ja, ich finde, die SAR Bell UH1D ist ein richtig schickes Modell geworden und ich würde sagen, ich zeige euch als nächstes mal die Fernsteuerung etwas genauer und die ganzen Funktionen. Auch bei der UH1D haben wir wieder eine Kunststofffernsteuerung dabei und diesmal auch eine mit komplett federbelasteten Steuersticks und die Fernsteuerung kommt komplett ohne Display aus. Die Knüppelaggregate sind aus Kunststoff und die Knüppel aus Aluminium und haben auch oben diese Zackenkrone für alle Daumenflieger. In der Mitte haben wir noch eine Aufhängeöse für einen Nackengurt. Darüber haben wir den einen Ausschalter. Darüber befindet sich ein Lautsprecher und darüber noch 2 Status-LEDs.
Die Schalter, die wir hier um die Knüppelaggregate sehen, sind diesmal keine Trim-Schalter, sondern sind alle mit einer Funktion belegt. Und zwar können wir mit dem senkrechten Schalter des linken Knüppels die automatische Landefunktion aktivieren, indem wir den Schalter nach unten schieben. Dann geht der Heli automatisch runter und stellt nach der Landung auch automatisch den Motor ab. Wir können aber auch jederzeit bei der automatischen Landung manuell mit den Knüppeln eingreifen oder mit einem wiederholten Klick auf automatisch landen die automatische Landefunktion abbrechen. Die Funktion Screw Pitch, wenn wir den Schalter nach oben schieben, benötigen wir nur zum Einstellen der Pitch-Ausschläge, wenn wir zum Beispiel mal ein Servo tauschen müssen. Ist also keine Flugfunktion, sondern eher eine Einstellungsfunktion. Mit dem waagerechten Schalter am linken Knüppel können wir die Taumelscheibenausschläge einstellen. Wenn wir den Schalter nach links auf das rote L schieben, hören wir einen Piepton und haben dann die geringeren Ausschläge eingestellt. Und wenn wir den Schalter nach rechts auf H schieben, hören wir 2 Pieptöne und wir haben die höheren Ausschläge eingestellt. Dann haben wir noch einen senkrechten Schalter am rechten Knüppel. Hiermit können wir den optischen Höhensensor ein- und ausschalten. Das heißt, wenn wir den Schalter nach oben drücken, ist der optische Höhensensor aktiviert und die Höhe wird automatisch gehalten. Das wird auch am Heli mit einer grün leuchtenden Status-LED angezeigt. Wenn der Höhensensor aktiviert ist, haben wir scheinbar auch nur eine maximale Flughöhe von 8 Meter. Wenn wir den Schalter nach unten schieben, fliegen wir im manuellen Modus ohne Höhensensor und müssen die Höhe selber halten. Dies wird dann angezeigt durch eine rot leuchtende Status-LED am Heli. Dann haben wir als letztes noch einen waagerechten Schalter am rechten Knüppel. Wenn wir den Schalter nach links Richtung Mode schieben und den Sender gleichzeitig anschalten, können wir den Sender von Mode 1 auf Mode 2 umstellen und natürlich auch umgekehrt. Ist der Sender auf Mode 1 eingestellt, dann leuchtet die linke Status-LED an der Fernsteuerung rot und ist der Sender auf Mode 2 eingestellt, dann leuchtet die linke LED nicht. Wenn wir den Schalter im Flug für 2 Sekunden nach rechts schieben, wird die Rückenflugfunktion aktiviert. Dann müssen wir mit dem Rollknüppel entweder nach rechts oder nach links den Heli auf den Kopf drehen und wir können auf dem Rücken weiterfliegen. Dazu benötigen wir allerdings mindestens eine Flughöhe von 5 Meter. Wir müssen im manuellen Flugmodus sein, ohne optischen Höhensensor und die Taumelscheibenausschläge müssen auf H stehen. Auf die gleiche Art und Weise können wir den Heli natürlich auch wieder zurück in die Normalfluglage bringen. Oben links haben wir noch einen 2-Stufen-Schalter. Hiermit können wir in der Stellung auf das rote geschlossene Schloss den Motor sperren, sodass er nicht versehentlich anlaufen kann. Und wenn wir den Schalter nach vorne stellen auf das geöffnete Schloss, dann ist der Motor entsperrt und wir können den Motor starten. Die beiden Drucktasten hier links und rechts sind nur Attrappen und haben keine Funktion. Hier oben haben wir noch die 2,4 GHz Antenne, dahinter noch einen Tragegriff aus Metall und auf der Rückseite haben wir noch das Akkufach. Hier passen 4 AA-Batterien rein.
Am Ende natürlich wieder ein kleines Fazit. Die SAR-Version der Bell UH1D finde ich mal richtig cool. Gefällt mir persönlich jetzt von den beiden UH1, die es gibt, noch am besten. Auch, dass wir die Türen hier wieder aufschieben können, finde ich richtig cool. Das sieht auch im Flug richtig schick aus. Auch die ganzen Details machen das Modell wirklich zu einem richtigen Hingucker. Fliegerisch kann man hier auch wieder sagen, fliegt sie wirklich richtig schön stabil. Die Bell ist natürlich auch wieder so in allen Modi stabilisiert, dass wenn wir die Sticks loslassen, der Heli wieder in Neutrallage zurückgeht. Was mir auch hier wieder aufgefallen ist, dass die Bell im manuellen Modus etwas sauberer fliegt als mit eingeschaltetem Höhensensor, denn da kommt es ab und zu mal so zu kleinen Wacklern oder Korrekturen, die der Heli automatisch macht, gerade beim Abbremsen zum Beispiel. Das sieht dann manchmal nicht ganz so scale aus, aber trotzdem fand ich, dass man mit dieser Bell jetzt trotzdem noch mit Höhensensor sehr schön fliegen konnte. Ich habe da manchmal das Gefühl, dass es immer von Modell zu Modell unterschiedlich ist, ob ein Höhensensor besser oder schlechter fliegt, aber auf jeden Fall wird die Höhe im Flug mit Höhensensor besser gehalten als ohne. Was ich wieder ein bisschen schade fand, dass der Heli beim Starten etwas zur Seite ruckt. Das sieht dann manchmal nicht ganz so scale aus. Was wir hier auch haben ist, dass man hier keinen wirklich manuellen Start durchführen kann. Man kann immer nur den Motor anstellen, indem wir die Sticks nach außen und unten ziehen, dann mit dem Gasstick das Gas erhöhen kann, dann den Gasstick nochmal nach oben legen und dann hebt der Heli irgendwann von alleine ab. Das ist ein bisschen schade, aber ich denke auch verschmerzbar. Ansonsten ist er wie gesagt sehr gut stabilisiert und auch die Taumelscheibenausschläge sind hier wieder recht human eingestellt, sodass der Heli auch für Anfänger sehr gut beherrschbar ist, würde ich sagen. Die automatische Landefunktion hat auch wunderbar funktioniert. Da kann man ja wie gesagt auch immer manuell eingreifen, falls doch mal irgendwas im Weg sein sollte. Was ich hier auch gut finde ist, dass wenn der Akku zur Neige geht, der Sender anfängt zu piepen. Dann sollte man aber auch relativ zeitnah landen, denn wenn man das nicht tut, dann geht der Heli davon alleine runter, wo er gerade ist. Die Rückenflugfunktion hat auch sehr gut funktioniert und die Bell fliegt auch genauso wie in Neutrallage. Das heißt, wir haben also keine umgekehrten Steuerfunktionen und die Bell ist auch weiterhin genauso stabilisiert, aber natürlich ohne Höhensensor. Ich bin ja jetzt grundsätzlich bei einem Scaler nicht unbedingt der Freund von Rückenflug, aber für den, der es mag, ist es eine nette Funktion. Zwischendurch nochmal eine kleine Erklärung. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber im Video konntet ihr sehen, dass ich ab und zu mal rote Heckfinnen drauf hatte und jetzt die grünen drauf habe. Das liegt ganz einfach daran, dass in der Vorversion der Bell UH1 bei mir jetzt zum Beispiel rote Heckfinnen drin waren. Das ist aber erst später aufgefallen, da waren die Aufnahmen schon alle fertig. Jetzt habe ich die grünen nachgeliefert bekommen. Deswegen wollte ich jetzt auch nicht alle Aufnahmen neu machen. Daher habe ich jetzt auch nur die wichtigsten Aufnahmen neu gemacht. Und so könnt ihr auch mal sehen, dass die roten Heckfinnen auch super zur Bell UH1 passen. Das einfach jetzt nur mal zur Erklärung, warum in dem Video jetzt unterschiedliche Heckfinnen auftauchen. Ich würde sagen, das war es jetzt wieder mit dem Video. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zur SAR UH1D unten in die Kommentare. Link ist natürlich auch wieder in der Videobeschreibung. Den Code nicht vergessen, dann könnt ihr noch etwas sparen. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.